Heute zeige ich dir, wie du die B1-Prüfung bestehen kannst, wenn du nicht so gut bist und wenn du Probleme hattest oder hast. Wenn du sehr gut bist, brauchst du mich nicht. Wenn du super bist, brauchst du mich auch nicht. Ich möchte hier dir helfen, wenn du Probleme hast. Und zwar, wie bekommst du die B1-Prüfung? Wie bekommst du das B1-Zertifikat? Du musst sprechen und im Brief brauchst du 15 Punkte. Mit 15 Punkten hast du B1. Ein Beispiel, das könnte dein Zertifikat sein. Hören und lesen, nicht gut, kein Problem. Schreiben bekommst du 15 von 20 Punkten, das ist B1. Sprechen kannst du bestimmt auch mit Fehlern ein bisschen, 75 Punkte bekommst du, das ist auch B1. Hier werde ich dir auch helfen, ich werde andere Videos machen. Wenn du also einen guten Brief schreibst mit 15 Punkten und sprechen kannst, bei diesen Teilen gibt es schon die B1. Wir sind jetzt hier beim Brief. Hier, das sind 20 Linien und das hier, das sind nochmal 25 Linien. Ich schreibe das hier auf, also das sind 20. Du musst das hier alles vollschreiben. Also 20 Linien, ich habe hier aufgeschrieben 20 Sätze mal 5 Wörter, das sind 100 Wörter. Und das sind hier 25 Linien, ja, die musst du hier auch alle vollschreiben. 25 Linien, also 25 Sätze mal 5 Wörter, das sind 75 Wörter. Das heißt also, du brauchst 45 Sätze und 175 Wörter und du hast dafür 30 Minuten Zeit. Dann ist das eine B1 und diese Wörter müssen natürlich richtig sein. Okay, hier habe ich das nochmal aufgeführt. Also 45 Sätze, 175 Wörter, 30 Minuten Zeit. Und jetzt gibt es hier eine Strategie. Wenn du normal schreibst und du schreibst normal und machst viele Fehler, sehr viele Fehler, wenn die Sprache neu ist oder normal, wenn du mit der Sprache Probleme hast. Okay, und wenn du viele Fehler machst, ist das A2. Die Strategie ist jetzt, andere Sätze zu schreiben, fertige Sätze, also Standardsätze, ich zeige sie dir gleich, die sehr gut sind und keine Fehler, also 0 Fehler haben. Und diese Standardsätze sind B1 oder sogar B2, die haben wie gesagt 0 Fehler und davon brauchst du insgesamt 10. Was sind denn jetzt diese Standardsätze? Diese Standardsätze passen zu jedem Thema, also zu allen Briefen. Die musst du nur auswendig lernen. You have to memorize them. Okay. Das Normale ist das, dass du also A1 oder 2 Sätze schreibst und viele Fehler machst. Und das Neue sind jetzt diese Standardsätze, die dir viele Punkte geben und B1 bzw. B2-Niveau sind. Ich zeige dir das sofort. An dieser Stelle bitte like das Video, weil so hilfst du auch anderen, die Probleme haben. YouTube zeigt das nämlich anderen Menschen, Personen, die auch Hilfe brauchen. Kommentiere bitte etwas
und abonniere bitte den Kanal. Ich bin seit 22 Jahren Lehrerin. Ich habe jetzt mit YouTube angefangen und ich brauche wirklich deine Hilfe. Abonniere bitte den Kanal und ich werde noch viele andere Videos machen, um dir und deinen Freunden zu helfen. Dankeschön. Okay, weiter. Also, ich habe jetzt hier 4 normale Sätze aufgeschrieben, damit du lernst und verstehst, was ich meine. Zum Beispiel, du schreibst, ich helfen brauche. Das ist natürlich hier falsch, okay? So, das sind 3 Wörter. Du schreibst aber nicht das, sondern du schreibst, ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Und dann hast du hier nicht 3 Wörter mit vielen Fehlern, sondern du hast hier 7 Wörter mit perfekten. Dieser Satz ist perfekt und hat 0 Fehler. Satz Nummer 2. Mir anrufen bitte morgen. Ja, das passt auch zu jedem Thema. Das kannst du schreiben, aber hier sind natürlich das nur 4 Wörter und hier hast du Fehler. Du schreibst nicht das, sondern du schreibst. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie mich montags bis freitags ab 17 Uhr erreichen. Meine Handynummer ist die und du schreibst hier deine Handynummer oder eine Handynummer auf. Das ist ein Satz B2 C1 Niveau oder sogar C2. So, diese beiden Sätze, das sind nämlich 2, haben insgesamt 20 Wörter. Nochmal, falls Sie noch Fragen haben, können Sie mich montags bis freitags ab 17 Uhr erreichen. Meine Handynummer ist die... Okay. Das bedeutet im normalen Deutsch, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an ab 17 Uhr. Wenn du jetzt diese beiden Sätze so schreibst, genauso aber mit 0 Fehler, das musst du lernen, wie ein Papagei. Du darfst bei diesen Sätzen keine Fehler machen, 0. Diese Sätze sind nicht flexibel. Das musst du wie ein Kleinkind bitte auswendig lernen, weil nur diese Sätze sind die Garantie, dass du beim Brief die B1 bekommst. 0 Fehler. Okay, jetzt, das ist wie gesagt die Nummer 2 und das sind nicht 4, sondern du hast hier 20 Wörter. Weiter Nummer 3. Bitte schreiben schnell. Hier sind es nur 3 Wörter und hier sind auch 2 Fehler. Und man sagt nie in Deutschland oder man schreibt nie, bitte schnell schreiben. Das macht man nicht. Okay, ich sehe hier sogar, dass ich noch einen Satz bei der Nummer 2 geschrieben habe. Am Wochenende bin ich ab 10 Uhr erreichbar. Das heißt also, das ist hier alles bei der Nummer 2. Und das sind nicht 20, sondern das sind 28 Wörter. Am Wochenende bin ich ab 10 Uhr erreichbar, heißt am Wochenende kannst du mich ab 10 Uhr anrufen. Okay? Und wie gesagt, das ist hier C1. Okay. So, weiter 3. Nicht bitte schreiben schnell, sondern du schreibst. Über eine baldige Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Das ist ein sehr schöner Satz, auch B2 C1 sogar. Und hier habe ich 9 Wörter gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wörter. Okay. Und die Nummer 4, danke mit freundlich Gruß, das sind 4 Wörter und hier hast du natürlich auch Fehler. Also hier machen viele Fehler. So, das schreibst du nicht so, sondern du schreibst.
Ich bedanke mich vielmals für Ihre Unterstützung und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Das sind 12 Wörter. Vorsicht, das ist hier klein, weil das nämlich ein ganzer Satz ist. Das ist ein ganzer Satz. Und dieser Satz ist C2. Im anderen Video kann ich das noch, wenn du willst, genauer erklären. So, hier haben wir insgesamt 56 Wörter und nicht 14 mit vielen Fehlern. Du hast also 56 Wörter mit 0 Fehler und das gibt dir sehr viele Punkte. Okay, du brauchst also 175 Wörter, eigentlich B1 ohne Fehler. Brauchst du noch 6 Sätze mit 60 Wörtern B1. Das sind also bei 10 Sätzen insgesamt 116 Wörter. Okay, jetzt haben wir diese 4 Sätze. Nur noch 12 kleine Sätze schreibst. 12 Sätze mal 5 Wörter, also 60 Wörter, plus diese 116, die du ja als Standardsätze hast, sind es insgesamt 176 Wörter. Und du brauchst 175. Jetzt, die Strategie ist zwischen B1-Sätzen, die 0 Fehler haben, also du hast dann 10 Sätze, die musst du auswendig kennen, also das sind 10 Sätze mit 0 Fehlern, und dann schreibst du noch deine Sätze mit Fehlern und du schreibst dann noch 12 kleine Sätze mit 5 Wörtern, 60 Wörter, also plus 60 Wörter und zusammen, also das sind dann deine, wo du Fehler machst, du darfst und du machst ja natürlich Fehler, das ist auch normal, aber diese Sätze mit Fehlern plus diese Sätze ohne Fehler sind die Garantie, dass du den Brief B1 bekommst, also Minimum 15 Punkte. Die Kombination also zwischen B1 0 Fehler, also 116 Wörter, 10 Sätze. Du lernst also 10 Sätze auswendig und du schreibst noch 12 Sätze und du schreibst noch 12 Sätze alleine. Diese Kombination zwischen 0 Fehler und deinen Sätzen mit Fehlern, da bekommst du Minimum 15 Punkte. Also das ist dann B1 Brief, also du brauchst hier im Brief B1. Und wenn du sehr gut bist oder wenn du gut bist und brauchst jetzt nur ein bisschen Hilfe, also wenige Fehler machst mit diesen Standardsätzen, die du auswendig lernst, bekommst du dann nicht zum Beispiel 17 Punkte. Wenn du sehr gut bist, bekommst du dann zum Beispiel nicht 17 oder 18 Punkte, sondern du bekommst 20 Punkte. Für diesen Brief. Bitte abonniere meinen Kanal, damit du den anderen hilfst und mich bei meiner Arbeit unterstützt. Danke!